Abzocke im Restaurant. Es ist gut, die Methoden zu kennen, damit man nicht drauf reinfällt. Hallo, mein Name ist Tom. Stell dir vor, du fährst mit deinem Wohnmobil, deinem Auto nach Italien, gehst dort in ein wunderschönes Restaurant, hast gute Laune, es gibt tolles Essen und es gibt leckeren Wein. Alles ist perfekt. Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Denn jetzt kommt die Rechnung. Und die ist viel zu hoch. Was ist denn da los? Warum ist die Rechnung plötzlich so hoch? Man hört von diesem Abzocktricks von den bösen Italienern immer wieder. Aber ich muss gleich vorneweg sagen, es ist ein Promillebereich von Gastronomen dort, die das so betreiben. Die allermeisten sind einfach 100% in Ordnung, sind liebevolle, nette Menschen, die einfach Spaß an ihrem Job haben. Es gibt nur ein ganz paar wenige schwarze Schafe, von denen man natürlich pushend durch die sozialen Medien gleich viel mehr hört, als über all die anderen, die es richtig gut machen. Deswegen das vorneweg. Ich stelle euch ein paar Methoden vor, wie diese Abzocke stattfinden kann, damit ihr das schon mal gehört habt und falls es euch auch passieren sollte, dass ihr dann einfach entsprechend richtig schon reagiert oder von vornherein das ausschließen könnt. Los geht's. Nummer 1. Die Speisekarte ist nicht klar und verständlich. Meistens ein Sprachproblem, wenn die jetzt rein auf Italienisch ist. Dann kann man schon mal nicht so gut lesen. Manchmal sind die Preise auch gar nicht so richtig hingeschrieben und es gibt auf vorne und hinten oder auf verschiedenen Seiten stehen noch irgendwelche zusätzlichen Posten, die man gar nicht beachtet, weil man ja als Deutscher dann froh ist, überhaupt was bestellen zu können. Die Verständlichkeit ist der eine Punkt. Was man dagegen gleich machen kann, erzähle ich gleich später. Nummer 2. Die Portionen sind zu klein und die Preise trotzdem sehr hoch. Es passiert, dass man dann was isst und sagt, oh, das war jetzt gut, aber es war ein bisschen wenig, ich bestelle noch mal eine Portion oder noch eine andere Portion Nudeln oder so. Und so summiert sich das und wird dann eine riesengroße Summe, weil man gar nicht auf dem Schirm hat, dass diese kleine Portion so viel kostet wie bei uns eine große zum Beispiel. Nummer 3, die Rechnung ist falsch. Das ist vermutlich die häufigste Abzocke, die passiert, dass einfach noch 2, 3 Sachen mehr auf die Rechnung geschrieben werden. Also zum Beispiel 2 Cola mehr oder 2 Bier mehr, 2 Wein mehr. Irgendwas, was nicht auffällt und wenn es dann auffällt, dann, oh, Entschuldigung, war keine Absicht. Hey. Das ist aber auch wahrscheinlich die häufigste Methode, die ja auch gut rauskommen, wenn sie auffallen sollte. Und dann gibt es auch die Methode, dass der Kellner sehr aufdringlich ist und sagt, hey, bestell noch was, wir haben ja keinen Platz, wir müssen Platz räumen oder du bestellst noch was und schnell, mach mehr. Vor allem in Ballungsgebieten, wo viel los ist, wo viele Gäste vorbeilaufen und Plätze suchen, wird das oft gemacht, damit die Leute nicht sitzen bleiben und wenn sie sitzen bleiben, damit sie dann noch wenigstens konsumieren und Geld dalassen. Ist irgendwie auch verständlich, aber natürlich die Art und Weise ist oft nicht so nett. Zu Punkt 1 nochmal, wo die Speisekarte nicht klar und verständlich ist. Manchmal werden auch einfach zum Beispiel das Gedeck oder das Brot, was auf dem Tisch steht, separat hinterher noch auf die Rechnung geschrieben und vorher war einem das nicht klar und so kommen dann einfach Summen zusammen, mit denen man nicht gerechnet hat. Wie kannst du dich schützen? Erstens, wähle ein Restaurant mit guten Bewertungen. Es gibt diverse Bewertungsportale im Internet, TripAdvisor und Co. Und auch Google selbst hat Bewertungen für allerlei Dinge. Guck nach, wie das Restaurant bewertet ist. Wenn jemand dort schon mal abgezockt wurde oder das Gefühl hatte, etwas hat nicht gestimmt, dann findet man das ja in den allermeisten Fällen schon in diesen Bewertungen und dann sucht man sich vielleicht ein anderes Restaurant. Punkt Nummer 2. Lies die Speisekarte sorgfältig durch und erkundige dich nach den Preisen. Also, wenn du es nicht lesen kannst, lass es dir übersetzen. Ruf den Kellner, sag hier, was ist los, was kostet es? Ich blick's nicht, erklär's mir. Oder was wir auch machen können, jeder hat ja mittlerweile ein Smartphone. Bei Android ist es zum Beispiel die Lens-Funktion. Man nimmt seine Kamera, geht auf Lens, wählt Lens aus, hält es über die Speisekarte drüber und kann dann auf Übersetzen klicken. Und dann sieht man die Speisekarte auf seinem Display auf Deutsch. Die Übersetzung ist vielleicht nicht perfekt, aber man kommt schon sehr weit damit. Der Punkt Nummer 3, bestelle nur Gerichte, die du kennst. Klingt ein bisschen komisch, aber klar, wenn ich weiß, was ich zu erwarten habe, dann habe ich auch
dann weiß ich auch, ob was nicht stimmt oder nicht. Wenn ich irgendwas Unbekanntes bestelle, dann kann ich auch schwer reagieren. Und Punkt Nummer 4, lass dir die Rechnung geben, bevor du bezahlst. Lass dir die Rechnung geben, guck dir alles in Ruhe an und wenn du sagst, ist alles in Ordnung, dann bezahlst du. Wenn du sagst, hey, da stimmt was nicht, was kannst du dann machen? Du gehst zum Kellner oder lässt den Kellner kommen und redest ganz ruhig und sachlich mit ihm über das Thema, erklärst ihm deine Frage, was los ist und guckst mal, wie er reagiert. Meistens wird es dir einfach erklären, weil es eine ganz normale Sache ist, Steuer oder sonst irgendwas. Oder wenn es ein Versehen ist, dass zu viele Dinge auf der Rechnung stehen zum Beispiel, dann wird er das wahrscheinlich in diesem Moment korrigieren, weil er ja auch kein Theater im Laden haben will. Wenn es alles nicht geht und es ein bisschen eskaliert, dann ruft die Polizei. Aber auch dann wird wahrscheinlich in dem Moment, wo die Polizei ins Spiel kommt, schon zurückgerudert werden vom Gastronom, weil er ja auch keine Lust hat, dass du da ein großes Zampano machst und die Leute und die anderen Gäste das alle mitkriegen. Aber bitte immer ruhig und besonnen bleiben. Es bringt nichts, da rumzuschreien und einen riesen Terz zu machen. In der Ruhe liegt die Kraft. So, Restaurantabzocke in Italien ist tatsächlich immer noch ein Thema und man hört immer wieder davon. Aber jetzt habe ich euch so ein bisschen erklärt, was passieren kann. Natürlich gibt es da zahlreiche Varianten. Wenn ihr das so ein bisschen im Hinterkopf habt, dann braucht ihr euch da keine Sorgen machen, dann passt es doch schon alles. Ich bedanke mich fürs Zugucken, seid so lieb und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal, wenn es noch nicht passiert ist. Das war's schon nicht. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.